Mein Name ist Stefan Hartmann. Ich arbeite am Haushaltszentrum für Mathematik der Uni Bonn und bin dort wissenschaftlicher Mitarbeiter, bin verantwortlich für Wissenschaftskommunikation, Outreach, Schüleraktivitäten und vieles mehr. Die Auszeichnung Mathemacher, die wird von der Deutschen Mathematikervereinigung vergeben seit 2008. Das war damals das Jahr der Mathematik. Und da werden ja WissenschaftlerInnen oder LehrerInnen, alle möglichen ausgezeichnet, die sich um die Mathematik verdient gemacht haben, die die Mathematik in die Gesellschaft bringen, die für Mathematik begeistern. Ich glaube, ich bin ausgezeichnet worden für mein langjähriges Engagement im Bereich der SchülerInnenarbeit. Aber vor allen Dingen ist man auf mich aufmerksam geworden durch diese vielen Aktivitäten rund um den Bonner Mathe-Club, die in letzter Zeit wirklich sehr, sehr groß geworden sind. Wir haben dort eine Grundschulolympiade nach Bonn geholt. Wir haben einen internationalen Mathe-Club gegründet mit Ländern aus Afrika zusammen. Und ich glaube, diese sehr vielen neuen Aktivitäten, die haben dann auch eine gewisse Aufmerksamkeit bewirkt. Also seit Anfang des Jahres betreibe ich einen Online-Mathe-Club mit Bekannten aus Kenia zusammen. Der findet natürlich online statt, einmal im Monat samstags. Und da können alle möglichen Kinder aus afrikanischen Ländern, aus europäischen Ländern online teilnehmen. Und ja, wir machen das abwechselnd jetzt. Also ich mache ab und zu mal diesen Mathe-Club, manchmal meine Kolleginnen aus Kenia. Jetzt sind neue Kinder aus Nigeria dazugekommen. Wir wachsen. Ja, es gibt so ein bestimmtes Thema pro Stunde. Das sind Sachen, die wir uns vorher überlegen. Das sind Sachen, die nicht aus der Schulmathematik kommen, sondern vielleicht schon aus der Uni-Mathematik oder aus der Teilungsmathematik. Also Sachen, die man schon verstehen kann, aber wo die Kinder eigentlich noch nie was von gehört haben. Und wir führen diese Sachen spielerisch ein. Die Kinder versuchen dann Muster zu erkennen, gewisse Regelmäßigkeiten und dann decken wir das so zusammen auf. Also wir versuchen, hinter die Geheimnisse zu kommen und auch mal was zu beweisen. Also mir macht es einfach wahnsinnig viel Spaß, anderen Leuten etwas zu erklären und gemeinsam Mathematik zu erleben. Das ist einfach, was mich total erfüllt, schon immer. Ich muss sagen, ich bringe auch lieber anderen Mathematik bei, als es selber zu lernen. Aber dabei lernt man auch, das ist das Schöne. Also es ist sozusagen, ich mache es einfach wahnsinnig gerne. Ja? Und ich finde es ist auch wichtig, dass eben, was wir hier, ja, oder was allgemeine Mathematik erforscht wird, sozusagen an junge Leute zu bringen, dafür zu begeistern, weil die meisten haben eine sehr ja, seltsame Vorstellung von Mathematik, denken, es geht vor allen Dingen ums Rechnen oder man hat doch schon alles erforscht, aber dass es so viele spannende Sachen zu entdecken gibt, das wissen die wenigsten und das ist mir wirklich ein Anliegen, das nach draußen zu bringen. Ja, Exzellenz ist für mich auch eine Verantwortung, die man hat. Also wir haben etwas bekommen, wir bekommen auch viel Geld und haben das uns natürlich hart erarbeitet, aber ich denke, wir dürfen da nicht stehen bleiben, sondern es gibt auch einen Auftrag, den wir haben und eine Verantwortung, nämlich diese Sachen, die wir hier erforschen, auch nach draußen zu bringen, möglichst vielen zugänglich zu machen, das in gesellschaftliche Schichten zu bringen, die vielleicht sonst gar nie mit Forschung in Berührung kommen würden. Wir versuchen, das immer mehr zugänglich zu machen, dass wir uns der Verantwortung stellen. Bei den normalen Mathe-Club-Stunden sind in erster Linie andere Studierende. Was auch spannend ist, es sind sogar auch andere Schüler dabei, die sozusagen noch jüngeren Schülern was beibringen. Das finde ich auch sehr schön. Dadurch lernen die nämlich auch, Mathematik zu vermitteln. Wir haben aber auch ein paar wissenschaftliche MitarbeiterInnen und ProfessorInnen damit an Bord. Und wenn wir jetzt mal von diesen normalen Samstagstunden absehen, die ja jeden Samstag stattfinden, da haben wir natürlich sehr, sehr viele andere Veranstaltungen noch, wie Schülerinnenwoche und Mathe-Turnier und so. Und da machen immer sehr viele von unseren WissenschaftlerInnen auch tatsächlich mit. Und das finde ich toll. Dem macht das Spaß. Wir haben auch die Mathe-Nacht zweimal im Jahr. Und da ist es eigentlich gar kein Problem, exzellente Wissenschaftlerinnen für zu gewinnen. Also Teamarbeit ist für mich das Nonplusultra, aber es geht gar nicht anders. Ich könnte diese ganzen Aktivitäten natürlich unmöglich alleine machen, auch nicht in einem kleinen Team. Ich brauche ein großes Team dafür und das habe ich. Also wir haben beim House of Center ein Team von Studierenden, das sogenannte Schulteam. Da sind also so ungefähr 10 Studierende mit dabei und wir treffen uns einmal im Monat, besprechen die Projekte und das ist für mich also unabdingbar. Ohne dieses Team, ohne diese wunderbaren Personen ginge das gar nicht. Und im Bonner Mathe Club haben wir eben noch viel mehr Leute dabei, die gar nicht sozusagen von der Uni bezahlt werden, die das ehrenamtlich machen. Das sind andere Studierende noch, wie gesagt, das sind Schülerinnen und Schüler, das sind teilweise Lehrerinnen und Lehrer, die früher bei uns waren im Schulteam, die jetzt immer noch weiter mitmachen. Das ist auch mal eine Professorin. Also wir haben da ein Riesenteam und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir uns da gut ergänzen, gut abstimmen.
Transdisziplinarität bedeutet für mich, dass man nicht nur von der eigenen Fachrichtung, ausgeht, sondern dass man auch andere Blickwinkel dazu nimmt, ja? Also, ich meine grade, bei uns in der Mathematik gibt es eben mittlerweile sehr viele Bereiche, die nicht mehr rein auf die Mathematik konzentriert sind. Also, es gibt ja diese formale Mathematik, das ist eine ganz, ganz enge Verbindung zur Informatik, natürlich auch mit künstlicher Intelligenz und so weiter. Und wir haben richtig viele Anwendungen auch, in der Biomedizin und da kann man nicht mehr einfach als Fachrichtung Mathematik denken. Da muss man im ständigen Austausch sein mit den WissenschaftlerInnen der Medizin, der Informatik, der Physik, was auch immer. Und ja, in meiner konkreten Arbeit, spielt es natürlich von der wissenschaftlichen Seite her nicht so eine große Rolle, aber ich denke vielleicht irgendwie anders, weil ich ja sozusagen zwar auch Mathematiker bin, aber natürlich vielleicht einen etwas anderen Blick habe auf die Forschung als jemand, der mitten in der Forschung drin ist. Ich gucke da vielleicht mit 'n bisschen von außen drauf auch, ohne es also, man kann es vielleicht trotzdem verstehen, aber habe auch vielleicht den Blick für Leute, die nicht mittendrin sind und, kann das dadurch vielleicht auch, auf eine andere Ebene bringen. Ja, ich habe hier auch was mitgebracht. Das ist ein T-Shirt von der internationalen Runde der sogenannten FEMO. Das ist eine Grundschulolympiade. Also ein ganz wichtiger Aspekt meiner Arbeit, im Outreach-Bereich ist der Bonner Mathe Club. Also, der wächst immer mehr, da sind mittlerweile über 1.000 Familien drin und, wir richten dort, auch Wettbewerbe aus, zum Beispiel dieses FEMO, Internationale Grundschulolympiade, die wir seit ungefähr 2 bis 3 Jahren, machen, als einziger Standort, in Deutschland. Und ja, da haben sich in diesem Jahr haben, glaube ich, 40, 50 Kinder mitgemacht und 8 Familien davon sind, nach Baku geflogen, nach Aserbaidschan zur internationalen Runde und haben mir dieses wunderschöne T-Shirt hier mitgebracht mit ihren Unterschriften. Und sie haben auch ein paar Preise gewonnen, was mich sehr gefreut hat.